Hallo und willkommen zur ersten Folge von Pokémon Reborn. Ja, ich habe euch ja gesagt, dass ich ein Fanmade-Game spielen möchte. Ich hatte kein gutes Pokémon gefunden, was so funktioniert, wie ich es haben will. Ist alles wieder umgestellt, okay. Ja, was so ist, wie ich es haben will. Und dann habe ich Pokémon Reborn halt gefunden und das ist ziemlich cool. Ist leider alles auf Englisch, das heißt, ich werde ein bisschen übersetzen müssen. Also es ist halt die ganz normale Professorin, erzählt halt mal wieder ein bisschen, die erzählt von sich, dass sie nicht die Professorin ist, sondern die Leaderin, also die Anführerin der Pokémon-Liga, also der Champion. Was mich freut, weil ich mag es sehr gerne, wenn der Champion weiblich ist. Deswegen mochte ich gerne auch Pokémon Platin und Perl und Diamant. Okay, das ist halt ganz klar. Okay. Also hier werde ich einmal durchklicken. Ich habe schon den Anfang ein bisschen angespielt, damit ich sehen kann, welche Pokémon ich spielen möchte. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Projekt und ich hoffe, die Musik ist ein bisschen laut und sonst stelle ich jetzt mal gerade ein bisschen runter. Weil die ist, glaube ich, wirklich ziemlich laut. Ja, gut. Und dann nochmal bei mir auch unterstellen ein bisschen. Damit ich die auch besser höre. Damit die nicht so laut höre, weil für mich ist die sehr laut trotzdem noch. Stelle ich mal für euch hoch ein bisschen. Damit ihr sie doch besser hört, weil die Musik ist schon ganz cool. Ich hoffe, ich muss für die Musik oder ähnliches nicht irgendwie Creative Commons oder so angeben. Das Spiel, die Website werde ich euch unten wieder verlinken. Und die Musik ist, schätze ich mal, von GlitchXCT, also sollte sie frei sein. Ja, ich habe jetzt einfach Escape gedrückt, dadurch wurde halt automatisch mein Name eingefügt, beziehungsweise mein Name meines Computers. So, das skippe ich jetzt mal eben und jetzt wurde halt erzählt, dass wir in einem Zug saßen und ja, plötzlich kam ein Geräusch und dann explodierte der Zug jetzt gerade. Und jetzt werden wir geweckt von der sogenannten Amme, oder Emmy, ich weiß es gerade nicht. Sie ist, wenn ich mich nicht irre, Arenaleiterin. Das hier, das Mädchen mit den grünen Haaren, das kommt jetzt gerade. Erzählt halt, dass die glaubt halt, dass die Amme damit was zu tun hat, diese Julia. Dabei hat sie gar nichts damit zu tun, sondern sie war nur in ihrer Arena und so. Und ja, sie erzählt halt ein bisschen von sich und so. Dann sagt sie, man soll zu ihr kommen, in die Grand Hall. Und Julia fragt halt, ob wir die Reborn League halt machen wollen oder nicht. Natürlich wollen wir sie machen, weil sonst wäre es ja nicht langweilig. Ja, sie freut sich halt, weil sie selbst eine Leaderin ist, weil sie selbst die Elektro-Leaderin ist. Die Leute hier bringt es nichts anzusprechen, weil die haben nichts für euch. Ursprünglich wollte ich Pokémon gut war spielen. Nein, ganz ursprünglich wollte ich Pokémon Sun and Full Moon spielen. Das ist ein Fanmade Game, von wem weiß ich gerade gar nicht. Da spielt man halt die sogenannte Luna, ist ein ganz süß gemachter Pokémon-Hack, 6 Episoden hat der. Und die erzählt halt, dann wird halt so eine Geschichte von der Luna erzählt, sie ist von zu Hause weggelaufen, weil sie gemobbt wurde in der Schule, weil sie extrem schlau war anscheinend. Und dann kam ein alter Schulfreund, in den sie verliebt war und der auch in sie verliebt war, zu ihr, weil die sich in der Höhle versteckt hatte. Und dann holt er sie halt wieder zurück. Zwei der besten Freunde von dem Schulfreund sagen dann halt auch, jo, wir akzeptieren dich, alles klar. Und dann geschieht halt das Team Lightning, das sogenannte Team Lightning angreift und so. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich spiele das einfach nur nicht, weil ich meinen Save State nicht löschen kann. Beziehungsweise ich kann ihn zwar schon löschen, aber ich will ihn nicht löschen, weil ich kann keinen zweiten erstellen. Und das will ich ja schon. Und jetzt dürfen wir uns gleich unser Pokémon aussuchen. Achso, und Pokémon gut war, das wollte ich als zweites spielen. Spiele ich nicht, weil da anscheinend die Pokémon-Level verpackt sind, so dass die immer stärker, dass die immer 2 Level stärker sind, beziehungsweise 3 Level stärker sind, wenn du das erste Pokémon gefangen hast, als dein Starter. Ja. Und die erzählt jetzt gerade, dass sie sich freut, dass sie uns helfen wird. Und hier sehen wir schon 3 Tische mit sehr vielen Pokémon. Es sind alle Starter-Pokémon, die es bisher gab. Und ja, da aus 2 Gründen, nämlich Fuaki, also auf jeden Fall
das Vieh, das sich in Verjutsu weiterentwickelt. Also und ihr könnt mir euren Namen in die Kommentare schreiben und dann wählt ihr vielleicht zu einem Pokémon, wenn ich mal die Zeit dazu finde. Ich werde hier keinen Last draus machen, weil ich das nicht hinbekommen werde. Aber ich habe ein gutes Wesen bekommen. Und dort seht ihr schon wieder jemanden zu euch laufen. Der Typ heißt Kane. Und er ist ein bisschen homosexuell. Ja, er ist homosexuell, das merkt man auf jeden Fall nicht nur an seiner Art, sondern auch an dem, was gleich eine weitere Person sagen wird. Ja, er sagt halt, dass wir cute sind und alles und ja, dass er einen Kampf mit uns durchführen will. Und man sieht schon, das Pokémon ist stark. Und dieser kriegt dann manchmal einen Crit. Yay. Das ist toll. Vorhin, als ich es kurz angespielt habe, um zu sehen, ob auch alles funktioniert und ob das Spiel nicht auch verbuggt ist oder so am Anfang. Ja, hat er mir erstmal einen Crit gegeben und ich hätte fast verloren gegen ihn. Das fand ich toll. Das war echt scheiße sogar. Ja, ich möchte mit Pokémon Westen. Und da kommt schon wieder Ammo und Julia. Ah ne, Victoria. Okay, sorry, kinda stole Dizzy. Ach nein. Ich lese es immer nicht so vor. Also er sagt halt, dass es ihm leid tut, dass er mich geschworen hat. Und dann sagt er, ich weiß nicht, ob sie deine Schwester ist oder irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall ist sie irgendwie mit ihm verwandt oder kennt ihn sehr gut. Achso, und er hat halt erzählt, dass er halt eigentlich ein sehr guter Pokémon-Trainer ist, aber alles hinter sich gelassen hat. Deswegen hat er nur ein Niedran Level 5. Und dann erzählt sie halt, dass sie vergessen hat, dass er vorbeikommt. Und er sagt halt, es ist okay. Wir hatten eine Art von Spaß zusammen. Und da kommt jetzt gleich auch die Stelle, in der ich meinte, wo man halt merkt, dass das schwul ist. Had some fun? Also, ja, das Spaß. Ich wusste nicht, dass du in diese Sachen interessiert bist, Drizzy. Oder beziehungsweise Drizzy, weil Drizzy leitet sich von Drizzy, was mir zweiter Vorname ist. Ja. Hey, what? Haha, no, we had just a battle. Oh, that does sound fun. Also sie sagt halt dann, dass es auch Spaß findet und dass sie das auch Spaß findet und dann kämpfen die halt und er hat gerade einmal Master genannt, warum auch immer. Warum weiß kein Mensch und hier sind wir auch schon Victoria in Battle School. Und ich finde sehr coole Kleidung immer noch an, also ich weiß nicht warum, aber die Kleidung sieht extrem cool aus und ich weiß nicht warum sie ich weiß es immer noch nicht, warum sie ausgerechnet ein Feuer-Pokémon wählt. So, Bubble Trouble. Ja, dann sind wir jetzt Level 7. Und da kommt schon wieder Kane. Ja gut, dann sollen wir jetzt zu Amme laufen, da wieder, weil es noch ein paar Sachen gibt, unter anderem glücklicherweise die Running Shoes, weil... Und man darf in Räumen rennen, das ist toll. Das ist richtig toll und sie haben halt auch ein paar Items wie die Pokédex hat sie uns gegeben und wir kriegen jetzt noch Pokébälle geschenkt. Ja, und sie erzählt hier noch ein bisschen, dass wir zu der Arena in Peridot Sport gehen sollen, in dem wir uns zwar schon aufhalten, aber die ist östlich. Und was erzählt die hier? Achso, und die erzählt halt irgendwas von wegen, yo, hier drin kann jedem geholfen werden. Erstmal gucken, was hier noch so steht, weil ich habe gerade nicht alles durchgeguckt, ich habe einfach nur kurz geguckt, ob auch alles läuft und so. Nichts Verpacktes am Anfang. Er verkauft irgendwas. Was hat er gerade erzählt? No. Warte mal. Yeah, back, so, ja. Nein, garantiert kaufe ich kein Cardboard von $500. Und er hat mich gefragt, ob er ein Problem hat, warum immer. Und der hier ist auch ziemlich toll, weil er verkauft Candies. Normalerweise denkt man ja an die Rare Candies. Aber das hier ist ein Common Candy. Rare Candy Level ist bei 1 ab. Aber das Common Candy ist noch besser. An ordinary unhealthy piece of candy, also ein
gewöhnliches, ungesundes Stück Süßigkeit, das das Level eines Pokémons um 1 senkt. Dieses Item braucht man doch, oder? Was kaufst du hier? Was kaufst du hier? Nee, das brauche ich alles nicht. Obwohl, einen Trank könnte ich mir auch noch gönnen, ein paar. Das stimmt. Ach, okay, jetzt müssen wir mit jemandem reden. Habe ich schon gewundert, warum ich nur einen Trank habe. Warum ich keinen Trank habe. Es gibt genau eine Person, mit der kann man reden, die gibt einem was. Und zwar außerhalb des Raums hier. Und ich habe vergessen, die anzusprechen. Die wollte ich nicht noch ansprechen, aber gut. Und jetzt kommt eine coole Cutscene. Und zwar wird jetzt der Typ da verhört. Worum auch immer es geht, ich verstehe es. Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Also er soll gefoltert werden, er soll gestehen, dass er mit irgendeinem zusammenarbeitet. Und dann soll ihn halt das Talker Koal, ich weiß gerade nicht den deutschen Namen, soll ihn halt foltern, wenn er nicht gesteht. Joa. Das finde ich sehr interessant. Also deswegen sitzt es auch auf Metallspielen und so. Und ja, das ist ziemlich böse, meiner Meinung nach. Ich habe nicht gesehen, welche Pokémon man hier finden kann, aber ich weiß, dass man den hier basteln kann. Das werde ich auch tun, um einfach mal ein bisschen zu leveln. Ich lasse ich wieder hier den Crit bekommen, das wird ziemlich nice. Na, schade. Und hier seht ihr schon, der Type ist zu normal geworden. Denn es hat seine Fähigkeit, also seine versteckte Fähigkeit hat es einfach mal, was ziemlich geil ist, weil, ja, es kann einfach den Type changen, was ziemlich useful hier wird noch, glaube ich. Vor allem dann später gegen die Elektro-Arena-Typen, die wir ja schon gesehen haben. Oh, ob es hier Pokémon im Hochgras gibt, das wird mich mal interessieren. Ja, es gibt hier Pokémon. Gibt es hier ein Pokémon irgendein cooles? Ein Taubsi, okay, nee, das ist nicht cool. Auch wenn ich früher später ein Pokémon fangen werde, aber nicht das, vor allen Dingen, weil es so gut wie alle Pokémon hier gibt, vermutlich niemand vielleicht Schindler oder so. Einen entweder ein Staraptor oder ein, ich weiß halt nicht den Namen. Talonflame ist, boah. Auf jeden Fall Talonflame im Englischen die höchste Weiterentwicklung, das Pokémon, was die Fähigkeit hat, die versteckte Fähigkeit hat, dass die Attacken, das Flugattacken Priorität haben. Da gibt's ja zweimal von Pokémon und beide sind halt, jetzt sieht halt das Pokémon Level 20 nicht, ihr geheult, ist ihr Pokémon nicht geheult, weil das über Level 20 ist und ja, das darf halt. Und hier konnten wir vorher nicht lang, die Typen wollen einen halt erzählen, ja, das ist eine Trainerbrücke irgendwie von wegen. Och nö, jetzt ist das Mädchen weg. Mist. Jetzt kann ich mir den Trank nicht holen. Gut, jetzt müssen wir gegen den kämpfen, ich kämpfe auch noch gegen den anderen, allein um ein bisschen Training zu haben. Kann halt nicht schaden, meiner Meinung nach. Und so stark sind die jetzt auch noch nicht. Da wollen wir auch nicht heilen zwischendrin. Oh, das war ja fast gut. Jetzt werde ich zu normal und mache das wieder weg. Ich weiß noch nicht, bis wohin ich heute spielen werde. Ich werde wahrscheinlich heute erstmal so 20 Minuten Part machen. Ich werde vielleicht 2 Stück machen heute schon. Einfach nur um für morgen was zu haben, weil morgen heiratet meine Mutter und ich habe keinen Bock noch mehr am selben Tag noch was aufnehmen zu müssen oder heute Nacht was aufnehmen zu müssen, weil das würde anstrengend werden. Jetzt erstmal ein Pulver wieder. Das Pokémon Nummer 1. Ich habe also wenig XP gegeben. Dieses nächstes Wine war auch noch normal effektiv, das ist sehr schön. Genau aus solchen Gründen ist halt dieses Pokémon so geil, weil es halt einfach unglaublich nützlich ist, wenn man jede Attacke einfach rausfinden kann im Notfall. Okay, ich gehe mal erstmal nicht hier lang. Ich gehe erstmal wieder in Opferwort rein.
Also ich weiß auch echt nicht, was hier in diesem Pokémon-Hack passiert. Ich weiß nur, dass, also ich habe immer ganz, nee, das war noch nicht mal der, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich mal einen ähnlichen Hack gesehen. Ich glaube, das war Video Dungeon. Das war, also es ist ein Pokémon-Hack von einem YouTuber, der auf diesem Hack basiert. Und dort war es nämlich so, dass man in einen Raum kam und dort die ganzen Starter-Pokémon aus allen Generationen zur Verfügung hatte. Ich glaube sogar noch ein paar mehr. Was ich sehr cool fand. Roulette. Gut. Also ich werde hauptsächlich nur so Sachen, die für die Story wichtig sind, übersetzen, weil ansonsten lohnt sich das ja eh nicht. Ein Charmian, sehr schön. Warum fand das denn Fake-Out? Das ist doch einfach nur die nervigste und unnötigste Attacke, die es gibt. Zumindest im normalen Story-Modus, weil... Ja, Lick ist toll. Wow, weil ich habe lieber nur offensive Attacken im Story-Modus. Oder vielleicht mal so Attacken wie Hypnose oder so, die halt das Pokémon des Gegners einschläfern. Wow. Wow, das war jetzt richtiger Zufall. Also bis hierhin hatte ich noch nicht mehr gespielt gehabt. Ich weiß, was da los ist. Nein, ich kann nicht sehen, dass ihr da busy seid. Youngster Randy wants to battle Rubbish. Nee, es ist Rubbish. Ja, der Witz war schlecht und er ist, naja, ich könnte sagen alt. Nein, ich will es ja nicht anfassen, aber es muss sein. Rubbish. Undrakytox. Yeah. Oh, ich brauche zwei Pokémon, damit ich die battlen kann. Okay. Das will ich machen, damit ich diese Zickzacks bekomme. Weil Fokaki würde die zerstören, wahrscheinlich. Ja, aber es gibt ja auch noch andere Flug-Pokémon und nicht nur... Es gibt hier Viliza, oh mein Gott, es gibt hier mehr als nur diese beiden Flug... Es gibt hier wahrscheinlich auch mehr Flug-Pokémon, das heißt, es ist toll. Also erstmal flüchten. Das geht jetzt zum Glück gut. Nein, ich will kein Viliza haben, danke. Ich versuche mit dem Schiff Pi zu rennen, das habe ich mir von Pokémon Full angewöhnt, weil da muss man mit Schiff rennen. Hier ist es eigentlich festgestellt mit S, also kann man mit S ganz Zeit durchgehend rennen. Was ziemlich gut ist, meiner Meinung nach, aber... Nein, ich kämpfe nicht. So. Den Nagel will ich auch nicht. Weil das mir nichts bringt. Ich will eigentlich nur ein gescheites Flug-Pokémon. Das wird doch wohl gehen. Oder? Taubsi ist kein gescheites Flug-Pokémon. Definitiv nicht. Eigentlich nur irgendein anderes Flug-Pokémon außer Taubsi und das Flug-Pokémon, das man am Anfang fangen konnte aus Höhlen und das Flug-Pokémon, das man am Anfang fangen konnte aus Johto. Und das aus Kanto, ich weiß halt nicht, welche Version zuerst war. Ich wechsle die beiden Nummer. Und ja, jetzt kommt mir nicht, ja, das kannst du doch nicht machen. Ich mag die ersten Gen einfach nur wegen den Glitches, ansonsten mag ich sie nicht wirklich. Ja, jetzt könnt ihr mich ruhig haten dafür oder so, oder ihr akzeptiert es einfach, dass jemand eine andere Meinung hat als ihr. Ah, ich habe jetzt wahrscheinlich keine... Oh, da muss ich Taubsi fangen. Oh, fuck. Ich will kein Taubsi.
Obwohl bei Full Moon, da wäre ich mir auch nicht sicher, ob YouTube das unbedingt zugelassen hätte, weil dieses Spiel, naja, es enthält irgendwie, ich glaube, 27 Mal oder so bis jetzt und ich habe bisher nur 5 Stunden vielleicht gespielt. Das Wort Fuck. Und Gewalt. Okay, Gewalt in Form von Worten, aber es enthält Gewalt. Warum habe ich nur 1000 Level 2, ey? Das gibt's doch nicht. Na komm, ich mache eine halbe Stunde Video draus. Ich will doch nur 1000 Level 3 oder 4, das wäre doch schon alles. Jetzt gerade Hauptsache ein Flug-Pokémon Level 3 oder 4, das wird mir schon reichen. Egal welche jetzt sogar. Und Flug-Pokémon sind toll. Das gibt's doch nicht. Nur so Bisa und so. Ich will die normalen Pokémon nicht. Die braucht keiner. Also wirklich keiner. Selbst in den Pokémon normal Typ-Band seid. Nein. Die braucht keiner, diese Pokémon. Obwohl doch als VM-Sklaven. Und da nämlich Zigzags. Gerne, weil Zigzags ist trotzdem stark irgendwie und hat einen Hitname im Bestfall, wodurch man dann noch Items gratis geschenkt bekommt vom Spiel. Was es zu einem tollen Pokémon-Partner macht. Alter, kann doch nicht wahr sein, oder? Ja, es ist raining, also. Ja. Ich bin gerade kurz in OBS reingeswitcht. Ja, ich nehme mit OBS auf, bin gerade kurz in OBS reingegangen, um meine Mikrofonlautstärke anzupassen. Es gibt hier Mauzi! Was? Will ich zwar nicht haben, aber was? Mauzi muss ich jetzt besiegen, weil Mauzi ist Mauzi. Du willst doch auch andere Flug-Pokémon noch geben, bitte. Ich will auch nicht weiter leveln. Ich möchte einfach nur ein Flug-Pokémon haben. Den Gottverdammt ist. Ein einziges gottverdammtes Flug-Pokémon, das wird doch nicht zu viel verlangt sein, oder? Einer der Gründe, warum ich Flug-Pokémon eigentlich so gerne mag, weil ich damit schon eine der 2 Schwächen meines Lieblingstyps, also beziehungsweise meines Lieblingstyps vom Starter her aushebeln kann. Und zwar Flug. Flug nehme ich ja. Die Schwäche, die ich damit aushebeln kann, ist Pflanze, weil Wasserstarter nehme ich eigentlich immer. Außer bei Schwarz und Weiß 2, da habe ich den Feuerstarter genommen, weil ich das ziemlich cool fand. Also ich fand es ziemlich cool, weil ich sowieso schon Otaro bzw. Aktenbrei gehabt hatte. Und dann... Oh, das sollte nicht mehr... Endlich! Oh, ist schon wieder Level 2, ne? Ist doch nicht. In meine Tasche und ein Pokéball. Wenn es jetzt nicht reingeht, dann töte ich es. Außer es hat eine Attacke raus. Oh, ich glaube nicht, weil es ist Step und das ist 8 Level höher. Alter. Wenn ich einfach mal in den Tops Level 3 komme, das wird mir doch schon reichen. Das sollte vielleicht sogar noch mal Attacke aushalten.
Wisst ihr was, ich fange jetzt das Ratzfatz. Bitte überlebt das. Das wird Nagelatz meins jetzt. Das töte ich das glaube ich jetzt auch nicht an, sondern ich fange es einfach. Und ich sowieso wieder wegpacken werde. Weil meinen Flugpokémon kann ich mir auch später noch fangen, das kriege ich auch noch so hin. So, dann habe ich jetzt 10 Minuten Lebenszeit verschwendet, so von euch als auch von mir. Das ist doch mal was Schönes. Ich glaube, was jetzt, Bitches. Ich werde euch nicht stoppen, das glaube ich aber schon. Ich hätte vielleicht mal Poké heilen sollen, aber I don't care. Oh, das macht gut Schaden, das macht gut Schaden. So viel dazu, ich brauche unbedingt ein zweites Pokémon. Ich hoffe, das haben wir heute überall. Ich glaube, weil es hinterher weil es hinterher Hypnose erlernt. Das ist ganz gut. Obwohl, wenn ich Zickzacks haben darf, dann doch. Ja, okay, dann. Wow, das hat sich jetzt echt gelohnt. Also erstmal Nagelatz auf die. Erstmal Nagelatz wegpacken. Okay, da. Gott, was geht denn? Nein, das ist nur Schnellfuß. Kann ich nicht gebrauchen. Obwohl du ernst hinter Surfer und so, also kann ich das nicht gebrauchen. Ich glaube, dass es Dings hat, also Mitnahme. Wo vielleicht das Glück auch Mitnahme und ich verstehe es einfach nur nicht. Und das war mein Handy. Tut mir leid, Leute. Ne, okay, aber Quickfeed ist auch ganz nett eigentlich. Also, so schlimm ist es jetzt nicht. Also einmal heilen und ich mache noch 2 Minuten Aufnahme, dann mache ich eine Pause hier und fange an, das erste Video hochzuladen. Nehmen dann das zweite direkt mit auf. Ich mache mal auf die Seite der Opal Bridge an. Machen wir noch die nächsten 2 Kämpfe und dann war es mit der ersten. Wow, ein Kämpfe, das ist cool. So, vielleicht sollte ich auch meinen Zickzack an erster Stelle packen. Das würde vielleicht helfen. Hey, Sida, danke, der hat mir jetzt Rettung, danke. Gentleman, Norman. Nein, sie sind kein Gentleman. What the fuck, a Gentleman? Ja, der war halt nicht witzig. Ich weiß, dankeschön. Braucht ihr mir nicht noch zu sagen, dass ich nicht lustig bin. Mal rausswitchen. Aber ich gehe jetzt überhaupt den richtigen Weg zur Arena. Weil die einfach nur sagt, dass die hier im Ort sein soll. Ah, ich hätte glaube ich nach Osten gehen sollen. Nach Westen gehen sollen. Also da wo wir herkamen, aber. Ja, ich hätte definitiv da angehen sollen. Und das war schon wieder mein Handy. Aber was uns da erwartet, das sehen wir dann im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, danke fürs Zusehen. Und tschüss. Obwohl, nee, ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr hattet noch eine wunderschöne Woche, habt einen wundervollen Tag. Wenn ihr noch Ferien habt, genießt die Ferien, die ihr noch habt, weil meine sind jetzt fast zu Ende. Und
ich hoffe, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss.